Schwarz-matt steht sie zwischen uns, die Ascaso Dream PID. Schon wieder eine Ascaso, wieder den Thermoblock. Eine ziemlich interessante Maschine, von vielen von euch uns empfohlen, mal anzuschauen. Und das haben wir gemacht. Und wie unsere Erfahrungen sind, das erzählen wir euch in diesem Video. Also am Anfang, das ist wirklich super. Wir sind wieder zurück mit einem Espresso-Maschinentest und das ist eigentlich unser wöchentliches Highlight, finde ich. Also für mein persönliches Highlight ist es, immer wieder hier mit dir zu stehen, Maschinen anzuschauen, was über Maschinen zu lernen und am Ende euch dann Feedback zu geben über diese Maschinen. Weil viele von denen lernen wir ja auch ganz neu kennen. Du kennst sie alle irgendwo, hast sie schon mal gesehen aus den Homebarista-Kursen, weil da immer wieder Maschinen mitgebracht werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und dann kriegt man den ersten Einblick und dennoch ist in einem Homebarista-Kurs nicht die Zeit, richtig intensiv drauf zu schauen. Was hast du gemacht, Michel? Oder was machst du immer, wenn du Maschinen testest? Was guckst du dir an? Was arbeitest du heraus? Wie ist dein Protokoll? Und wie sieht auch dann das Ergebnis aus, was wir heute präsentieren? Wir gehen grundsätzlich immer als erstes ran, wir packen sie aus und erstmal so check, wie wirkt das, wie ist das hochwertig, was für Siebe sind drin, was für Equipment ist dazu, fügen das in eine Liste ein, dass wir wissen, hey, das ist alles mit dabei und dann schalten wir sie ein und probieren sie mal. Also das Erste, was ich eigentlich an der Maschine teste, ist einfach mal einschalten, ausprobieren, Espresso brühen, ohne jetzt groß mit Messung, weil ich möchte das erstens muss die Maschine erstmal mit Wasser gefüllt sein, es gibt sonst ein anderes Protokoll. Zweitens starten wir unser Messprotokoll, was ja ist 5 Minuten Aufheizzeit. Temperaturmessprotokoll muss man sagen. Genau. Es geht darum herauszufinden, wie konstant die Temperatur ist. Absolut. Das starten wir bei 5 Minuten und aus der kalten Maschine, also kalt, einfach Raumtemperatur, nicht schon vorgeheizt. Und darum möchte ich erst die Maschine kennenlernen und dann gehe ich dann erst an die Temperaturmessung. Und so probieren wir einerseits die Fakten, was liefert die Maschine temperaturmäßig, was hat sie für Programmierungsmöglichkeiten, was steht in der Bedienungsanleitung. Auch wenn ich ehrlich bin, ich lese nicht gerne Bedienungsanleitungen, aber bei den Pitchsteuerungen ist es zwischendurch nicht gerade so blöd, mal einen Blick rein zu werfen. Die kann nämlich sehr viel bei den kleinen Dingen. Und dann geht es natürlich auch darum, das sensorisch zu überprüfen, aber auch mit Fakten zu definieren, was liefert die Maschine wirklich in den Temperaturbereichen. Und genau das liefern wir euch in diesem Video. Wir gehen wieder durch, wir schauen uns die Maschine von außen an, erzählen euch ein bisschen die Fakten und dann werden wir einen Espresso beziehen, dann werden wir Cappuccino beziehen und euch auch noch den einen oder anderen Tipp geben, was Upgrades angeht, zum Beispiel was Temper, Siebe und so weiter angeht. Da ist die Maschine recht kompatibel und damit sind wir schon mittendrin. Wir haben einen 58er Siebmaß. Ja, es war so, ich war noch geprägt von anderen Dreams, aus Kursen und habe mir so gedacht, ach nein, jetzt kommt so ein was ist es, 54, 55 Popelsiebträger und dann kommt das Ding, Ben packt das aus und wir wollten schon die Flex ansetzen und dann sage ich so, das ist ein 58er Siebträger, das kann ich ja ganz normal und da geht der normale Messsiebträger rein, da gehen Brühsiebe von IMS oder VST rein, da gehen Siebeinsätze für den Siebträger von VST, IMS rein, das heißt, man kann auch die also kompatibel mit allem. Also so wie du das jetzt beschrieben hast, fragt sich der ein oder andere, wieso brüht der Michel mit der Flex Espresso? Das lösen wir jetzt an dieser Stelle nicht auf, sondern lassen das einfach mal so stehen. 58er Siebträger, fällt auch auf, super schön gemacht, hat so eine Holzoptik, sehr edel, an der Seite auch die Dampfkontrolle, auch mit so einem Holzrad. Und insgesamt muss man sagen, wenn man auf die Maschine schaut, sie hat eine Designidee. Das ist dann immer die Frage, wem gefällt das wie. Aber wir haben auch schon andere Maschinen mit einer Designidee oder mehr auch einem Versuch einer Designidee gesehen. Und hier ist ganz klar, die haben da was durchgezogen. Die Maschine ist ziemlich kompakt. Sie auch von der Breite her, ich glaube 245 Millimeter, in der Höhe hat sie 345 und hat eine Tiefe von 280, also ist eine sehr kompakte Maschine, passt unter jede Küchennische, auch Tassen kann man immer noch oben drauf stellen, wobei da hat man so direkt schon die eine oder andere Problematik. Da wird es dann irgendwann relativ schwierig, vor allem wenn es dann ans Brühen geht und die Vibrationspumpe im Innern macht halt schon ein bisschen Vibration und dann hat man so diesen Klang während der Extraktion, das macht einfach nicht so viel Spaß. Dann haben wir jetzt einfach mal 4 draufgestellt, so in die Mitte zentriert, dann geht das einigermaßen. Da ist halt Fokus wirklich auf Design gewählt. Genau, also ich würde tatsächlich da keine Tassen draufstellen oder fast nicht. Ich finde das tatsächlich
Gibt auch schon ein bisschen. Ja, ich habe auch eben versucht. Das ist so suboptimal und es klappert halt und dann wird eine einigermaßen nicht so laute Maschine plötzlich richtig laut durch das Klappern. Unpraktisch. Ansonsten 10 Kilo schwer, 1,3 Liter Wasserbehälter. Ja. Was dir besonders gut gefallen hat, ist die Tropfschale. Ach Mann, nee, Ben. Ihr müsst das so vorstellen. Ich messe ja viel. Das heißt, das Ding, wenn das klein ist, ist es schon mühsam. Und wenn das klein ist und mühsam zum Rausnehmen, ist es dreimal mühsam. Nee, also ich hatte fast zwar 400 Milliliter, wenn man sie randvoll macht. Ja, aber so kann man sie nicht mehr bewegen. Aber schon ab 250 Milliliter kann man sie eigentlich nicht mehr transportieren und das ist ein bisschen unpraktisch. Ich habe so einen internen Tropfschalenvergleich, so was sind die schlimmsten Tropfschalen, wo nerv ich mich am meisten. Nummer 1 war oftmals geteilt zwischen Victoria Duino, Eagle One und Dedica, weil die halt einfach klein ist, aber die Maschine kostet auch nur 120 Stutz und das war jetzt echt die Krönung. Wirklich, das setze ich gerade auf Nummer 1. Ja, wobei ich muss sagen, du fandest es auch so nervig, weil du hast das heiße Wasser reingelassen. Genau. Aber man hat ja sonst nicht 200 Milliliter heißes Wasser drin. Ja, aber du musst es trotzdem irgendwie so rausnehmen und heißes Wasser kommt ja trotzdem über das Überdruckventil rein. Und also das ist das, was mich stört. Ja. Eher das Überdruckventil, das ist dieses Teil hier, das lässt eben das Rückwasser hier raus. Und das muss man zur Seite nehmen. Dann kann man das Sieb rausnehmen. Wo nimmt man es eigentlich raus? Aha, hier hinten. So, dann kann man die Tropfschale rausnehmen, dann kann man die wieder einsetzen und das wieder einsetzen. So, und jetzt ist ganz wichtig, die wieder nach vorne zu ziehen, denn sonst staut sich das Rückwasser hier rund um den Sockel. So, und dann gibt es so eine kleine Überschwemmung. Das ist unpraktisch, das ist nicht schön gelöst, aber... Magst du erzählen, wie oft mir das schon passiert ist? Ja, aber du hast es ja im Messprozedere. Niemand anders misst 30 Espressi. Ja, aber ich habe es immer vergessen. Ja. Ich habe es immer vergessen wieder. Man muss dran denken. Und wir sind ja immer ein bisschen auf der Suche nach so, wie ist die Maschine verarbeitet. Hier fässt sich alles gut an. Das hast du vorher gesagt, das Aluminium. Alles schön, alles gut verarbeitet, keine scharfen Kanten. Und dann haben wir den Wassertank rausgenommen. Und das ist echt schon fast gefährlich. Also hier diese Plastikkante. Und die steckt auch nicht richtig, der ist nicht richtig drin, der passt nicht so bündig. Ja, das ist irgendwie, das ist wirklich so, das tut mir schon fast weh. Wenn auch die Bruchkanten oder die Schnittkanten sind hier nicht sauber. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, man muss ja auch sagen, wir reden über eine Maschine, die kostet in der Schweiz 1150 Franken und in Deutschland 1000 Euro, 1100 Euro, 1050 Euro. Also wir sind schon über dieser Schwelle von 1000 und da kann man einiges erwarten. Vieles ist hier auch so, dass man sagt, okay, gut. Und da gibt es ein bisschen so einen Abfall. Den gibt es auch ein bisschen beim Sortiment oder Zubehör, gucken wir gleich aber nochmal drauf. Du hast über Aluminium gesprochen im Äußeren. Ansonsten, was noch besonders ist, das ist ja ein Thermoblock. Der ist relativ schnell heiß. Wie schnell warst du warm? Es hat eine Siebträgerheizung. Das heißt, der Siebträger wird von selbst heiß und das ist ja wie beim großen Bruder oder der großen Schwester die Stil-Duo Pit oder Uno Pit oder was auch immer. Und durch das, der Siebträger wird schon mal vorgeheizt. Das heißt aber auch, eigentlich ist die Maschine nach 3 Minuten heiß. Ja, aber Siebträger halt noch nicht. Also einmal kurz ein bisschen heißes Wasser spülen. Man sieht es aber auch auf dem Messprotokoll, dass das halt langsam hochgeht. Es dauert halt etwas mehr als die 5 Minuten, wie wir das im Messprotokoll haben. So als Referenzwert, ein Siebträger sollte immer so zwischen 80 und 85 Grad haben und wir sind wirklich heiß. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und alle unsere Maschinen durchgemessen, wie heiß wird denn überhaupt ein Siebträger. Also man darf nicht anfassen können, außer einer von euch kann bei 80 Grad noch anfassen. Nein, das ist sehr heiß. Genau, und dann ist noch besonders, und das ist Ascaso auch wichtig, die Firma sitzt in Barcelona, ist übrigens mal nicht eine italienische Espressomaschinenfabrik und es wird unseres Wissens auch das meiste wirklich vor Ort produziert. Was die dort machen, denen ist sehr wichtig, dass das Wasser nur in Kontakt mit Edelstahl kommt. Ja. Das heißt, der komplette Wasserzirkel ist tatsächlich da Edelstahlrohre, Wasserführung. Das ist schon eine coole Geschichte. Plastikschlauch im Tank, aber das macht auch Sinn. Genau. Ja, ich würde sagen, wir machen mal Espresso und dann schauen wir noch ein bisschen auf die Steuerung, weil wir haben ja eben die PID. Wir können auch den Shot-Timer einstellen. Wir haben da noch die ein oder andere Möglichkeit und das sollten wir aber aus der Nähe und in der Tiefe genauer angucken.
Die Ascaso Dream kommt ja mit einem schönen 58er Siebträger aus Holz. Was wir wirklich ja schon beim großen Bruder oder der großen Schwester bei der Stihl kritisiert haben, sind diese Siebe. Diese Siebe haben, die sind relativ klein, 14 Gramm, das ist ja grundsätzlich gar nichts Schlechtes, aber die Siebeinsätze, diese Punkte da, wo die Extraktion dann durchkommt, sind sehr weit in die Mitte gezogen. Durch das ist die Extraktion nicht ganz so, wie wir das wünschen würden. Absolut ein Update, was wir auch schon angepriesen haben, wäre ein Brühsieb, kann man auch von IMS oder VST, und auf jeden Fall auch ein Siebeinsatz für den Siebträger. Wir brühen jetzt aber mal mit dem Standardsieb, mit den 14 Gramm und machen mal Espresso und degustieren den. Ich habe mir die Einerprogrammierung so gemacht, dass es immer die gleiche Zeit spült. Wir haben ja eine Volumetrik drin, das heißt, die Maschine gibt nicht eine Füllmenge an Wasser ab nach einer Zeit, sondern wirklich nach den Milliliter, die durchgelaufen sind. Für dieses Sieb, das Standardsieb, was mit dabei ist, das 14 Gramm, habe ich jetzt so 14,5 Gramm jeweils verwendet, und heute trinken wir unseren neuen, eher fruchtigeren Espresso, den Salto aus Brasilien. Wir wollen ja dieses kleine Maschinchen mal etwas fordern mit einem Kaffee, wo die Maschine definitiv präzise sein muss. Wir haben ja gesagt, die Siebe sind nicht ganz so toll, und was definitiv auch nicht ganz so toll ist, ist dieser Temper. Einerseits hat er zwei Größen, die sind aber so minimal unterschiedlich, dass ich irgendwie nicht rausgefunden habe, wie ich jetzt erkennen soll, außer dass dieser Ascaso-Schriftzug drauf ist und auf welcher Seite dann wirklich die richtige Größe ist. Zudem ist auch der größere der beiden immer noch etwas zu klein für dieses Sieb. Hinzu kommt noch, dass dieses Sieb so eine kleine Delle drin hat, dass man mit einem 58,4 mm Temper gar nicht reinkommt. Und darum habe ich im Moment so 3 Temper hier stehen. Einmal den Originalen, der ist nicht so toll. Einmal der nachher dann fürs IMS-Sieb passen würde. Und einen originalen 58er Durchmesser, der geht wirklich einwandfrei rein. Und der schließt durch diese kleine Kante im Sieb auch wunderbar ab. Was ihr euch keine Sorgen machen müsst, ist das Überhitzen. Ich habe in den Tests festgestellt, dass hier haben wir kein Thermosystem wie bei einer VMI 61 Brühgruppe, beziehungsweise bei diesem System mit dem Boiler hinten dran, sondern wir haben einen Thermoblock und wir haben einen beheizten Brühkopf. Das merkt man auch, wenn man nachher dann die Hand dran nimmt, das ist wirklich heiß. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen von zu heißer Brühtemperatur. Ich würde das Spülen trotzdem immer machen, dass wir die Rückstände von der Brause weg haben. Ihr könnt das aber auch, so wie ich es jetzt gemacht habe, vor dem Mahlen machen. Es geht nicht um einen Cooling Flash, es geht mehr um eine Reinigung. So, dann schauen wir mal, dass Ben einen guten Espresso kriegt. Ananas. Ja, und so schöne Mandelnote, cremig. Ich finde eigentlich einen geilen Espresso. Ja. Also der war jetzt 1:2. Ja. Ja, der braucht auch ein bisschen was Kompaktes. Ja, tut ihm gut. Cool, und die Extraktion ist auch gut. Wie lief der jetzt? Der lief gut, er lief langsam. Also ich hatte irgendwo 30 Sekunden auf 1:2, das ist dann schon ordentlich, da muss die Maschine performen, und also das tut sie sensorisch, das tut sie aber auch von den Messungen her. Hau raus, was denkst du? Ich mag ja die Boilermaschinen. Aha. Aber die ist gut. Das ist schon wieder dein innerer Konflikt. Nein, sie ist echt, ist gut, das ist wirklich gut. Auch von den Messungen her, einfach mal, machen wir mal Nägel mit den Köpfen. Nägel mit den Köpfen? Wir machen Nägel mit Köpfen. Nägel mit Köpfen, auch gut. Wir machen Nägel mit Köpfen.
95 Grad habe ich eingestellt, gebrüht habe ich mit 94,75 bis 94, so um das rum. Ein Offset von weniger als einer Temperatur, ein Temperaturabfall so nach der 4. Extraktion langsam, aber auch im Bereich, wo ich sage, stark. Ziemlich gut, ne? Ja. Das ist ja uns auch schon positiv aufgefallen bei der Ascaso Steel Duo Pit. Das meine ich wirklich gut. Also die Temperaturkontrolle und die Konstanz dieser Maschine, der anderen auch, bei dieser Maschine ist wirklich recht beeindruckend. Und das macht schon Spaß. Also es ist genau, wir sagen es ja, also ich sage es ja auf jeden Fall immer wieder, dass ich das eben interessant finde an der Thermoblock-Technologie, dass sie eigentlich sehr viel kann, dass sie in sich bereithält, super schnell warm zu sein, schneller als jeder Boiler. Und dass es ein paar Fragen gibt, ein paar Probleme, nämlich unter anderem, wie schnell wird hier vorne das Ding heiß? Ist jetzt hier gelöst durch eine Aufheizung, offenbar. Auf jeden Fall ist es relativ zügig warm. Ansonsten kann man einmal Wasser durchspülen. Und dann ist immer die Frage, wie konstant ist wirklich die Temperatur? Bei all den Thermoblock-Maschinen, aber vor allem auch bei denen, die den einen Thermoblock benutzen, um damit Milch und Kaffee zu machen. Und das ist ja jetzt eben genau so einer, die hat einen Thermoblock, dieser Thermoblock ist jetzt im Moment im Kaffeemodus und liefert hier, du hast weniger als 1 Grad Schwankung. Ja, das ist echt stark. Und damit ist sie so in der Top-Liga der Zweikreiser. Sie geht ja auch in den Preisbereich rein, aber in den unteren Preisbereich. Ja, ne? Also absolut. wir sind da mit 1.100 € wirklich da, wo die Zweikreiser anfangen. Ja. Und da machen sie aber noch keinen Spaß. Doch, also Appartamento macht er, ja stimmt, die Appartamento ist dann nochmal 500 Franken teurer. Ja, nochmal ein Drittel mehr. Genau, und das ist gut. Und der Kaffee schmeckt eben gut und das ist schön und das macht Spaß. Und vielleicht kannst du noch konkretisieren, du hast gesagt, sie hat eine Volumetrik? Volumetrik, genau. Wobei die nicht 100% präzise ist? Die sind nicht 100% präzise, es kommt immer ein bisschen auf die Bauweise des Flowmeters und vor allem auch auf die Präzision des Flowmeters darauf an. Ja, und auf den Gegendruck an der Stelle. In dem Moment auf den Gegendruck. Durch das, dass das Flowmeter halt hinter diesem Overpressure Valve, also dieses Überdruckventil gebaut ist, dann merkt die Pumpe nicht, wenn Wasser zurückläuft, bei hohem Widerstand, wie bei einem sehr feinen Espresso, und dann stimmt das nicht ganz. Also sie ist so fein, wie gleichmäßig ihr den Puck vorbereitet, also den Kaffee vorbereitet. Je gleichmäßiger ihr da seid, desto präziser ist die Maschine. Wer absoluten Wert auf totale Präzision legt, der arbeitet halt mit einer Waage, wie du das jetzt hier auch gemacht hast. Aber sie lässt sich programmieren und wie genau das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Über das Display können wir einige Sachen einstellen mit diesen 2 Knöpfen. Einerseits die Brühtemperatur, da drücken wir einmal links kurz darauf und dann können wir hier schon plus minus mit der rechten Taste anfangen und gehen da irgendwo jetzt auf 94 oder 95. Und wenn ihr mehr Sachen einstellen möchtet, dann kommt ihr in das andere Menü, indem ihr rechts einmal drauf drückt, links dazu holt und dann kommt relativ schnell das Set-Zeichen und da können wir uns dann durchklicken mit der linken Taste, was wir dann einstellen müssen von der Zeitangabe über die, jetzt wenn Off steht, ist zum Beispiel die Grundeinstellung des Eco-Modus, bin ich schon wieder rausgefahren, also es geht dann relativ schnell. Aber ihr könnt da wirklich alles einstellen, was ihr dann haben möchtet, um die Maschine zu programmieren. Das 0 ist dann übrigens das Offset, das solltet ihr lassen. Und so kommt ihr in die Programmierung rein. Und sobald ihr einfach nichts tut und kurz wartet, kommt dann die Brühtemperatur wieder und ihr seid wieder im normalen Modus. Bei der Vorbrühung bei PR könnt ihr einfach auch rechts drücken und dann habt ihr 0 ist keine. Und dann könnt ihr hier die Zeit der Vorbrühung einstellen. Und dann können wir zum Beispiel jetzt auf 5 gehen, das einmal in dem Sinn einfach sein lassen, dann ist es bestätigt und dann fällt die Maschine auch wieder raus. Und wenn wir jetzt brühen, dann gibt es eine Vorbrühung. Man kann einstellen den Eco-Modus. Ja. Was kann man noch? 30, 60 und 120 Minuten. Ihr könnt diesen Shot-Timer, der angezeigt wird, könnt ihr einstellen. Ihr könnt auf Fahrenheit oder Celsius einstellen. Und wir haben einen Offset. Ja, das kann man auch einstellen.
Das ist cool. Man kann der Maschine sagen, was ist die Differenz zwischen effektiver Brühtemperatur und Brühtemperatur, die eingestellt ist. Man kann dieses Offset einstellen, war jetzt standardmäßig auf 0. War auch nicht so, dass ich jetzt was einstellen würde. Also das ist so präzise, dass es passt. Man muss natürlich die Möglichkeit haben zu messen. Und darum finde ich das Offset wichtig, dass es da ist, aber es muss natürlich halt getestet werden, wenn man die Maschine in Betrieb nimmt. Also und in unserem Fall können wir einfach sagen, die Ausgangs- oder Ausgabewassertemperatur entsprach unserer auch vorne eingestellten Temperatur. Ja. Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Das war wirklich völlig in Ordnung und ja, da könnt ihr nachfragen bei den Händlern, bei denen ihr dann kauft. Ist es bei euch auch so? Guckt ihr euch das genau an bei den Maschinen, dass ihr da auch sicher gehen könnt. So, und du hast die aber jetzt auf welche Temperatur gestellt, dass wir das auch einmal kurz gesagt haben? Ich hatte sie jetzt auf, je nach Kaffee, jetzt beim Sauter, da er einfach so ein bisschen mehr Temperatur erträgt, durch die etwas hellere, fruchtigere Röstung, würde ich einfach sagen, kann man gerne auch mit 94 Grad, 94,5 Grad brühen. Man könnte ihn jetzt auch auf 93 einstellen, weil er so präzise ist. Irgendwas zwischen 3 und 95 würde ich jetzt einstellen. So, jetzt haben wir nur einen Thermoblock. Das heißt, ich würde euch immer empfehlen, sicher den Kaffeekuchen erstmal rauszuholen, bevor ihr ans Hochheizen geht. So. Ja, und jetzt Dampf. Die Maschine ist auf 165 Grad Dampftemperatur eingestellt. Was ich so bei den ersten Tests rausgefunden habe, ist, macht das Ausblasen des Kondenswasser draußen ist nicht zu lange. Sie hat am Anfang unheimlich viel Power, wenn sie die Temperatur erreicht hat, wenn sie aufhört zu blinken. Und dann geht das ein bisschen runter. Und wenn wir am Anfang so viel Leistung haben und da sofort in die Ziehphase reingehen, Volumen generieren, haben wir nachher bereits in der Rollphase immer noch ein bisschen Power. Und dann geht es langsam runter. Aber das geht wirklich relativ gut. Es ist halt etwas reduziert von der Leistung. Was die von Ansgaso meiner Meinung nach sinnvoll gemacht haben, die Maschine geht mit der Temperatur hoch, es kommt aber dann nicht automatisch Dampf. Das heißt, ich habe nachher noch das Rädchen, was ich aufmache, wenn ich wirklich Dampf möchte. Das heißt, ich warte erstmal, dann fängt sie auch dieses Pumpgeräusch an zu machen und dann bin ich dann langsam im Bereich. Was ihr jetzt auch gerade seht, ich erzähle euch schon seit ein paar Sekunden was, das dauert ein bisschen, bis ich wirklich diese Temperatur habe, dass ich schäumen kann. Und so lange muss ich mich einfach gedulden. Jetzt blinken die Lämpchen nicht mehr, dieses komische Pumpgeräusch kommt. Jetzt hole ich erstmal ganz kurz das Kondenswasser raus. Uiui. Ihr seht, es ist schon ein bisschen was kommt. Der Arm ist auch nass. Also am Anfang, das ist wirklich super. Ihr seht, ich habe es mir mal gemütlich gemacht zum Schäumen. Weil am Anfang kommt fast zu viel, dann spritzt es auch ein bisschen. Und versucht nicht zu viele Luftblasen entstehen zu lassen. Und ihr seht, ich halte die Kanne extrem schräg und ziehe immer nur so ein bisschen Luft rein. Und jetzt habe ich eigentlich schon genug Volumen. Und jetzt bleibe ich aber nur so knapp unter der Oberfläche. Und ihr seht jetzt auch, ich versuche mal die eine Hand wegzunehmen, hier die Düse, es sieht so aus, als wäre die draußen, aber nur der unterste Ausgang ist unter der Milch. Es dauert noch so 3, 2, 1. Wunderbar. Jetzt ist ja das Problem, dass die Maschine heiß ist und ich will die jetzt runterkühlen, dass ich vielleicht wieder einen Espresso brühen kann. Und dann könnt ihr auf Wasser und dann einfach aufmachen. Aber ihr seht, erst kommt mal Dampf und viel Dampf. Bevor dann wirklich wieder heißes Wasser kommt.
So, kalt. Ah, der ist noch gut. Nur die UHT wieder. Aber der Cappuccino ist noch gut. Das Schäumen, schwierig. Ja. Also ich finde es, trotzdem, dass ich jetzt nicht das erste Mal schäume, ist es echt schwierig. Wie kriege ich... Am Anfang kommt unheimlich viel Leistung, da habe ich mir erst gedacht, boah, das ist ja Wahnsinn. 165 Grad, die liefern, aber dann macht es einmal... Also der Peak ist wirklich einmal eine riesige Spitze, zu viel, macht schon Sauerei. Ich muss ausblasen, weil sonst habe ich eine riesige Sauerei. Und dann ist kurz Power da und dann geht es einfach runter und dann bleibt es auf einem sehr tiefen Level. Und dann kriegst du zum Teil eben diese großen Bläschen, die am Anfang reingegangen sind, nicht mehr gut raus. Ne? Also du hast wahnsinnig viel Kraft in der Ziehphase, vor allem beim ersten Moment und dann nachher in der Rollphase, wo du eigentlich die Kraft brauchst, um dann die Verwirbelung zu bekommen. Das ist wie fast ein bisschen falsch rumgelagert. Ja, ich habe schon bessere Cappuccinos gemacht. Ja, auf jeden Fall. Lecker ist er trotzdem, aber definitiv. Und man merkte dir auch an, dass du da am Rumkrampfen und Suchen bist. Und dann ist ja das nächste Problem, bis man dann den nächsten Espresso machen kann. Das dauert ein bisschen. Du hast jetzt hier den Trick gemacht, du hast Wasser abgelassen, dadurch hast du es beschleunigt. Kann man natürlich so machen. Aber dann haben wir nochmal die Temperatur geprüft. Und die ist dann eben leider nicht so genial, wie wir ja sagen können, die Temperatur beim ersten Mal war, sondern immer noch viel zu hoch. Ja. 98, 99 Grad. 99 Grad. Hey, das macht keinen Spaß. Das ist für den Kaffee wirklich, das ist eine Qual. Ist eine Qual. Das kippt den Kaffee in einen Geschmack, der einfach nicht wünschenswert ist. Und das ist ein bisschen auch schon das Fazit, das zieht einfach das Fazit auch ein bisschen vor an der Stelle. Wir können wirklich tollen Espresso machen. Ja, also absolut. Die Temperaturperformance bei dem ersten Espresso, bei den ersten 3 Espressi auch, ohne zwischendurch in den Dampfmodus zu gehen. Ja. 1A, super. Also wirklich richtig, richtig klasse. Und dann, wenn man in den Cappuccino-Modus geht, dann fängt man so an zu merken, da ist irgendwie ein Kompromiss mit diesem einen Thermoblock. Den da hoch zu heizen, das dauert erstmal, dann musste der ankommen. Du hast 40, 45 Sekunden gewartet, bis er da oben war. Ja. Dann schäumst du, das Schäumen macht nicht so wirklich Spaß. Dann bist du bei der hohen Temperatur, dann musst du wieder runterkommen und dann ist der nächste Espresso zu heiß. Also ihr merkt schon, das ist irgendwie eine Krücke und wenn man jetzt dann wirklich, ja, ich meine, letztendlich kommt es eben darauf an, was wollt ihr für einen Kaffee trinken. Wenn ihr vor allem Espresso-Trinker seid, würde ich sagen, ist das eine super attraktive Maschine. Ja. Und wenn ihr aber viele Wechsel macht, jedes Mal einen Espresso, noch ein Cappuccino und dann vielleicht dann als nächstes dann doch wieder einen Espresso trinken wollt, dann ist das nicht die richtige Maschine. Ja, absolut. So. Und wenn man mal hin und wieder einen Cappuccino machen will und man weiß, ja okay, wie macht man das, dann geht es auch. Aber es macht jetzt keinen Spaß, glaube ich, im Alltagskontext. Ich bin der Meinung, man hätte die Dampfpflanze auch einfach sein lassen können. Wie bei der, wo ist das? Von Quickmill gibt es sowas. Quickmill Carola ist wieder eine Boilermaschine, aber da hat man es einfach sein gelassen. Und das ist echt schwierig. Also es ist schwierig zu handeln, es ist schwierig zu schäumen, es dauert zu lange, man muss zu lange warten, bis es wieder abkühlt. Und nee. Also ich finde die Option, dann doch Cappuccino zu machen, schon dann auch wie sinnvoll. Weil man dann, wenn man ihn haben will, ich meine, willst du dann, wenn du dann den einen Gast hast, der einen Cappuccino will, willst du den dann auf dem Herd die Milch erwärmen? Nee, dann finde ich schon das besser als gar nichts. Aber er gibt halt Badewannenschaum. Ist jetzt einfach nicht die Stärke der Maschine. Sie hat einfach andere Stärken und dennoch kann man ja damit Cappuccino machen. Ja. So ist es ja nicht. Aber es ist sicherlich nicht die Stärke. Ist interessant. Bei der Ascaso Steel Duo Pit, da hatten wir ja so ein bisschen einen dezenten Schaum. Ja. Den konnte man aber üben, da kann man sich eingrooven und dann kann man das auch hinbekommen. Hier war jetzt das ein bisschen die Schwierigkeit. Jetzt hatten wir da ja nur eine Dampfpflanze mit einem Loch. Ein bisschen können wir vielleicht eine Verbesserung schaffen, wenn wir 2 Löcher nehmen oder 3. Wenn der Durchmesser dann kleiner ist, ja, aber die Verteilung ist dann halt teilweise sehr mühsam. Wenn du dir vorstellst, du hast jetzt einen punktuellen Druck, das hilft bei gewissen Dampfpflanzen, dass sie überhaupt Power haben.
Und wenn ich das dann verteile auf 2 Löcher, die dann gleich groß sind, dann habe ich wieder zu viel Leistung. Das wird's zu wenig Leistung. Das wird es am Anfang ein bisschen regulieren, aber am Schluss ist dann irgendwie wieder wenn dann die Leistung abbricht, dann... Ich bin nicht immer Fan davon, andere Köpfe da drauf machen. Wir haben da auch schon mal einen ausprobiert, wo ich sagen musste, okay, das ist cool, das hilft. Die sind dann etwas kleiner, das verteilt das ein bisschen angenehmer. Aber hier... Man kann halt auch heißes Wasser beziehen, das war wahrscheinlich der Gedanke für ein Loch, weil sonst würde das heiße Wasser dann aus 2 Löchern rauskommen, würde noch lustig aussehen. Ja, ich finde, die Maschine hat viele Features, man kann viel einstellen, man kann eben vom Shot-Timer über Temperatur, über Eco-Modus, über auch Druck, den man einstellen kann, über die zugängliche Expansionsschraube, finde ich nicht extrem sinnvoll, dass man das verändert, weil grundsätzlich sind 8, 9 Bar wunderbar oder sagen wir mal 8,5 bis irgendwo 9,5. Ich würde da nicht groß schrauben. Vor allem nicht in Bezug. Vor allem nicht in Bezug. Ja, ist eine gute Espressomaschine. Ja. Punkt. Betonung liegt an dieser Stelle auf Espresso. Das war die Ascaso Dream Pit. Die Ascaso Dream Zero schauen wir uns nochmal an. Das ist ja nochmal ein kleineres Modell. Sieht ganz ähnlich aus, aber es ist nicht die gleiche Maschine. Da ist komplett vieles anders. Fängt bei der Brühgruppe an, gehört bei der Dampflanze aus. Also lasst euch da nicht durcheinander bringen. Es sind komplett unterschiedliche Modelle und insofern ist auch da der unterschiedliche Preis durchaus angemessen. Und es ist jetzt kein Schnäppchen, wenn ihr plötzlich die Maschine für 600 € oder 650 Franken bekommt. Es ist ein anderes Modell. Und es funktioniert auch anders und wir schauen sie aber nochmal im Vergleich an. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Kaffee-Video. Wir wünschen euch alles Gute, trinkt leckeren Kaffee. Tschüss und bis bald.